Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Für unseren nächsten großen geplanten Trip braucht unser Auto um einiges mehr Licht und deswegen werden wir gemeinsam in diesem Video die Laser Linea 36 an unser Auto bauen, sie uns dann mal gemeinsam anschauen und mal ein bisschen drüber reden. Das folgende Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Laser High Performance Lighting. Also Freunde, würde ich sagen, wir bauen gemeinsam jetzt erstmal die Laserlamp oben an unseren Canopy Camper dran und dann schauen wir uns gemeinsam ein paar Specs an und dann schauen wir uns an, wie die Lampe performt. Bei den Montagemöglichkeiten bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Ihr könnt zum Beispiel das Roof Mounting Kit für den Ford Ranger mit dazu kaufen. Dann könnt ihr das an die Dachreling dran montieren oder ihr habt noch andere Möglichkeiten, wie diese kleinen Halter, um ihn an Canopy Camper, an irgendwelche C-Schienen oder sonst irgendwas dran zu schrauben. Das heißt, an Montagemöglichkeiten scheitert es hier auf jeden Fall schon mal nicht, ganz egal, was ihr für ein Fahrzeug habt. Naja Freunde, was soll ich sagen, das Wetter kann man sich leider nicht immer aussuchen. Ich habe halt heute Zeit und ist halt so wie es ist. Aber ehrlich gesagt stört es mich auch gar nicht so sehr. Die Lampe ist eh wasserdicht, also ist gar nicht so schlimm. Und wie ihr gesehen habt, die Lampe hängt jetzt vorne dran und ich muss sagen, es sieht jetzt schon richtig badass aus. Also richtig geil. Also muss jetzt erstmal das Kabel innen reingeführt werden. Dadurch setzen wir genau oben drüber in diesen Kabelschacht von dem Canopy Camper, setzen wir jetzt eine wasserdichte Kabeldurchführung und führen da das Kabel nach innen.
Lampe zu verkabeln ist mega einfach. Ihr habt mit dem Kabelbau im Prinzip alles, was ihr braucht. Einmal die Zuleitung von eurer Batterie. Davor solltet ihr am besten noch eine Sicherung packen. In dem Fall ist hier sogar schon eine Sicherung dran, also ist es auch nicht mehr nötig. Dann habt ihr hier noch das Relais, das ihr im Prinzip nur noch mit einem Kabel vorfahren müsst in eure Kabine. Und hier habt ihr noch den Stecker, um das Ganze an die Laser Linea anzuschließen, dass da auch Strom drauf kommt. Das mit dem Stecker ist natürlich nur eine Möglichkeit. Wenn ihr irgendwie ein S-Pod-System oder ein ARB-Link-System oder sonst irgendwas habt, könnt ihr natürlich auch einfach den Stecker wegmachen und das Ganze auf euer ARB-Links oder was auch immer System packen. Also würde ich sagen, schrauben wir das Ganze mal rein, dass wir unsere Lampe dann endlich mal anstecken können. Also Freunde, wie ihr sehen konntet, das Wetter ist ganz schön schlecht geworden, deswegen habe ich mich nach innen verzogen. Die Laserlamp hängt jetzt vorne an unserem Camper dran, ist nach hinten durchverkabelt und ich würde sagen, aktuell ist es noch ein bisschen zu hell. Wir warten jetzt gemeinsam, bis es dunkel wird und dann gehen wir mal raus und schauen uns an, was aus dieser Laserlamp rauskommt. Okay Freunde, worüber wir uns jetzt noch unterhalten sollten, ist, warum wir uns für die Laser Linea Serie entschieden haben und nicht für irgendeine andere Laserlamp. Der Hauptgrund ist eigentlich dieses Low Profile. Ich persönlich mag es nicht so sehr, wenn die Lampen so übelst groß sind und man sie sofort auf den ersten Blick sieht. Und vor allem, was der Hauptgrund ist, wie größer eure Lampe wird, desto größer wird auch einfach der Luftwiderstand und desto größer wird auch einfach die Chance, dass ihr euch irgendwie Luftgeräusche an eurem Fahrzeug holt. Was ich euch zuallererst mal sagen kann, wie ihr eben in der Montage gesehen habt, habe ich anfangs diese riesengroßen langen Spacer drunter gemacht. Beim ersten Fahren habe ich sofort gemerkt, dass es überhaupt nicht taugt. Der Wind pfeift über eure Laserlamp drüber, in diesen Schlitz rein und ihr habt extreme Windgeräusche. Deswegen habe ich es jetzt anders gelöst und habe kleine Unterlegscheiben drunter gemacht, dass die Lampe gerade so kurz vor dem Canopy Camper steht und gerade mal vielleicht einen halben Millimeter Spalt hat und ab jetzt ist komplett Ruhe. Die Laser Linea Serie ist extra so konzipiert worden, dass ihr eben Windgeräusche minimiert oder fast sogar keine Windgeräusche habt. Ganz egal, wie ihr sie montiert. Wir haben sie jetzt im Prinzip direkt vor einer Wand montiert. Ihr könntet sie auch oben einfach auf euer Dach drauf bauen, wenn ihr zum Beispiel keinen Canopy Camper habt oder einfach was davor noch bauen möchtet oder nicht an euren Canopy Camper dran bauen möchtet. Oder wenn ihr diese Dachreling oben drauf habt, könnt ihr sie auch einfach zwischen diese Dachreling bauen. Dann wird auch quasi der Wind komplett abgelenkt und ihr werdet auch keine Windgeräusche haben. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns für die Laser Linea Serie entschieden haben. Der Vorteil ist eben, die Laser Linea passt halt perfekt oben auf diese Leiste. Das heißt, sie fällt nicht auf, sie ist super einfach zu montieren am Canopy Camper und die Verarbeitungsqualität, wie immer bei Laser, ist halt einfach mega gut. Kommen wir zur Helligkeit der Laser Linea 36. Es gibt ja so ein paar Serien von Laser und es gibt auch verschiedene Größen der Laser Linea Serie. Wir haben uns jetzt für die 36er entschieden, weil sie vollkommen ausreicht. Die Laser Linea 36 ist im Prinzip konzeptioniert extra für diese Pickups, dass sie oben zwischen die Dachreling passt. Wir haben sie nicht an der Dachreling montiert, weil wir haben keine Dachreling. Wir haben sie ja oben an den Canopy Camper dran montiert. Ich habe auf jeden Fall mal die Specs verglichen zwischen der Laser Linea 36 und der 42 und die macht gerade mal 40 Meter Unterschied auf die Distanzleuchten und ein paar Lumen Unterschied. Das heißt, ihr habt da einfach wirklich keinen Unterschied. Ich persönlich mag es, wenn sie einfach relativ kurz aussieht, weil zu lang ist auch wieder hässlich, finde ich. Deswegen haben wir uns eben für die Laser Linea 36 entschieden. Ich persönlich finde sie richtig geil, sie macht richtig Alarm. Wir haben sie jetzt schon ein paar Tage drauf, oder nicht ein paar, wir haben sie sogar schon 2-3 Wochen drauf montiert. Ich habe sie mal getestet abends beim Fahren, auf der Autobahn, auf der Landstraße, im Wald und dieses Ding ist wirklich brachial. Wenn ihr im Prinzip offenes Feld habt, schön in die Weite rein zu ballern
und da halt einfach richtig viel zu sehen während der Fahrt. Die Lampe hat eine ECE-Zulassung, das heißt, ihr könnt die Lampe ganz normal während der Fahrt verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt sie auf euer Fernlicht drauf packen und genau, da habt ihr auf jeden Fall gar keinen Stress damit. Was ist noch der Vorteil an der Laser Linea im Gegensatz zu großen Lampen? Große Lampen haben in der Regel auch einen krassen Abstrahlwinkel. Das heißt, ihr werdet euch auf eure Motorhaube drauf schießen. Die Motorhaube oder Frontschutzscheibe wird das Licht reflektieren und ihr werdet nicht mehr so viel sehen. Das ist auch ein riesen Nachteil und deswegen haben wir uns auch ebenfalls gegen so eine große Laserbar entschieden. Also alles in allem würde ich sagen, wir sind mega zufrieden. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe das Kabel jetzt doch noch nicht in die Kabine reingelegt, weil ich mir Gedanken gemacht habe und das so noch keinen Sinn macht, wie wir unsere ganzen Lampen aktuell ansteuern. Aber glaubt mir, da wird noch das ein oder andere Video dazu kommen, wo ich euch erkläre, wie ich meine ganzen Lampen ansteuern werde, weil ich habe da eine ganz gute Idee. Und ja, im Prinzip gibt es dazu eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Okay Freunde, und somit sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt und ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Video gefallen hat und hoffentlich vielleicht sogar weitergeholfen hat. Als allererstes möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei der Firma Laser bedanken, die uns die Lampe zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze freut uns natürlich richtig. Wir werden die Lampe dann in unserem nächsten großen Trip, den wir gerade aktuell planen, wirklich ausgiebig testen und dann euch auch unter Extrembedingungen sagen, wie die Lampe performt. Aber wie gesagt, aktuell kann ich euch sagen, ich bin mega zufrieden mit der Lampe. Ich kann euch die Firma Laser wirklich nur ans Herz legen. Wir haben unsere Utility 25 ist schon hinten eine ganze Weile dran und wie gesagt, wir sind mit den Lampen super zufrieden. Die Verarbeitungsqualität der Lampen ist wirklich astrein. Da spricht überhaupt nichts dagegen und die Lampen könnt ihr bei Genesis Import beziehen. Ich packe euch den Link einfach unten rein, weil dort beziehen wir auch unsere Lampen und die ganzen anderen Sachen. Und mit dem Shop sind wir auch mega zufrieden. Das Team ist mega, mega cool. Und somit hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet und mir vielleicht einen kleinen Kommentar schreiben würdet über die Lampen, die ihr an eurem Auto verbaut habt und wie zufrieden ihr damit seid. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann jetzt nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nämlich auch jeden Sonntag benachrichtigt, wenn wir unsere Videos hochladen. Und somit bleibt mir echt nichts anderes zu sagen wie vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche im nächsten Video und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ciao!